Kochtour eingeschaltet habt. Nach langer Sommerpause bin ich jetzt wieder zurück und möchte euch gerne den Elsässer Flammkuchen zeigen. Und was ihr dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dazu 500 Gramm Mehl, 400 Gramm Creme fraiche, 150 Milliliter Milch, 2 Eier, 30 Milliliter Öl, etwas Pfeffer, 1 Würfel Hefe, 1 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz und etwas Muskatnuss. Und natürlich darf nicht fehlen 200 Gramm Bacon und 600 Gramm Zwiebeln. Als erstes werde ich jetzt die Milch nehmen und die Hefe und Zucker hineingeben, das Ganze dann verrühren und kurz stehen lassen. Als nächstes gebe ich jetzt Mehl in die Küchenmaschine hinein, die Eier und Öl und Salz und verrühre das kurz. Ich habe noch was vergessen. Ich habe jetzt in den Teig einfach etwas Pfeffer noch hineingegeben, damit der Teig einfach etwas würziger schmeckt. Dann gebe ich jetzt nach und nach die Hefemischung hinein. Wenn der Hefeteig einfach zu fest ist, gebt einfach 1 bis 2 Esslöffel Milch noch hinzu, sodass einfach der Teig leicht vom Schüsselrand dann genommen werden kann. Der Teig wäre jetzt fertig. Ich nehme ihn jetzt heraus und werde ihn dann zu einer Kugel formen. So. Ich nehme jetzt dann wieder die Schüssel und werde da etwas Mehl hineingeben. Dann den Teig. Dann gebe ich noch etwas Mehl hinein. Und werde das dann abgedeckt für ca. 30 Minuten gehen lassen. So, währenddessen kann ich jetzt die Zwiebeln dann in feine, dünne Ringe dann schneiden. Und jetzt werde ich den Schinken zuletzt in grobe Stücke dann auch schneiden. So, nachdem der Teig jetzt aufgegangen ist, so sieht er jetzt aus. Schaut mal, der ist richtig gut schön aufgegangen. Und jetzt werde ich den herausnehmen auf eine bemehlte Arbeitsfläche und werde das dann dünn ausrollen. So. Erst teile ich den Teig in 3 gleichmäßige Stücke. So, und rolle den dann dünn aus. Die anderen beiden dann auch kurz ab. Nachdem ich alle 3 Teigstücke, die jetzt ausgerollt habe, dünn ausgerollt habe, werde ich dann mit Creme fraiche das Ganze dann gut bestreichen. Nachdem ich jetzt alle Teigstücke dann jetzt auch mit Creme fraiche eingestrichen habe, werde ich die dann noch mit Muskatnuss und Pfeffer einstreuen.
Zuletzt jetzt noch den Bacon und die Zwiebel darauf belegen. Ihr könnt natürlich auch weniger Zwiebeln nehmen. Wir mögen es gerne mit viel Zwiebeln, daher die vielen Zwiebeln. Und so gebe ich in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 Minuten. So habt ihr jetzt einen klassischen, leckeren Flammkuchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich freuen über Fotos auf Instagram mit dem Hashtag TuSKochtour. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben zu geben und die Glocke zu aktivieren. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss!